Herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Wir sitzen im Ford Mustang Dark Horse und ja, ich habe mir gar nicht so viel Gedanken gemacht, was ich euch erzählen will. Ich fahre jetzt einfach eine Runde und erzähle euch, was mir gerade so einfällt, was mir positiv auffällt an dem Auto, was mir negativ aufgefallen ist. Ja, Punkt 1, wenn ich mich hier reinsetze, das Auto ist einfach zu groß für mich. Ich bin 1,70 Meter, das Auto ist zu groß für mich. Und wie man sieht, hier ist die Ablage, beziehungsweise die Armablage. Die sperrt auch zu, wenn man das Auto absperrt. Aber, jetzt habe ich meinen Arm hier. Ich sitze relativ weit vorne. Eigentlich muss der dahinter legen. Also ich muss den extra so nach hinten schieben, dass ich hier bin. Ansonsten bin ich hier mit meinem Arm, sag ich mal, auf der Kante schon. Ja, schalte ihn ein bisschen weit weg. Ich habe meinen Arm eigentlich nur auf dem Plastik liegen. Ey. Zum Glück ist es ein bisschen weich oder so. Und also irgendwie ist das Auto zu groß für mich. Ja, ist ja wurscht. Auf jeden Fall. Ich fühle mich trotzdem recht wohl. Aber Sitzposition, die Pedale sind relativ weit weg für mich, finde ich. Das heißt, ich sitze ich sitze eigentlich nicht nah am Armaturenbrett, aber es fühlt sich halt nah an, wahrscheinlich weil die Türen lang sind. Dann der rechte Außenspiegel, ich kann den für meinen Kopf gar nicht so weit nach innen stellen, dass der 100% funktioniert, beziehungsweise 100% passt für mich. So, jetzt kommen wir zum ersten positiven Teil, also negativen und positiven Teil. Wir haben hier diese Geschwindigkeitswarnzeug, was man alles so haben muss jetzt mittlerweile. Und ich muss einfach nur auf dem Limiter-Knopf draufbleiben kurz. Halten für Geschwindigkeitswarnung aus und jetzt ist es aus. Automatisch, ich muss in kein Menü reingehen, wie beim Jahresvorher oder so. Da konnte ich es auch schon auswendig, sage ich mal. Aber ich muss in kein Menü reingehen. Er zeigt mir trotzdem die Geschwindigkeit an. Er zeigt mir jetzt hier ist 30 km/h. Ich kann 30 km/h fahren. Er bimmelt aber nicht, wenn sich die Geschwindigkeit ändert oder wenn ich quasi 1 oder 2 km/h drüber bin laut Tacho. Genau. Und Spurhalteassistent ist das gleiche. Wir haben ja auch einen Knopf. Da drücken wir zweimal drauf hintereinander und dann ist direkt hier die Spurhalteassistent aus. Das heißt, wir bleiben einmal auf einem Knopf drauf, drücken doppelt auf den anderen und dann ist das nervige Zeug alles erledigt. Was noch ein negativer Teil ist hier in dem Auto, wir haben keine Sitzheizung und auch nicht die Sitzbelüftung. Es gibt ja die Sitze mit Sitzbelüftung und Sitzheizung und sobald man aber die Recaros reinmacht, hat man keine Sitzheizung mehr und keine Sitzbelüftung. Du hast einfach jetzt einen mechanisch einstellbaren, ja, Halbschalensitz, sage ich mal. Der Seitenhalt ist sehr, sehr gut. Ich mag die Sitze, ich wollte auch unbedingt die haben. Ich wäre wahrscheinlich mit den normalen nicht so glücklich geworden, weil für mich ist halt einfach ein Spaßfahrzeug und so. Es ist zwar ein Cruiser, macht auch Spaß zu cruisen, aber ich finde die Sitze auch bequem. Also man kann hier auch ohne Probleme weit irgendwo hinfahren. Ja, ich habe das Auto jetzt 1300 Kilometer bewegt. Der Verbrauch ist im Schnitt, seitdem ich das Auto habe, beim Jahres war ich glaube ich bei 12,5 Litern oder so, lass 12,3, 4, irgendwie, auf jeden Fall gute 12 und nach 10.000 Kilometern, hier bin ich jetzt im Schnitt bei, was denkt ihr, schreibt es in die Kommentare jetzt, ihr habt 5 Sekunden, 4, 3, 2, 1, 13,4. Gut, man cruist halt mit dem Auto doch ein bisschen mehr. Der Yaris, der sagt halt, drück auf die Tube und erst wenn du richtig auf die Tube drückst, fängt der Yaris richtig an Spaß zu machen, weil der kann halt wirklich gripmäßig und so und der wird erst hippelig, wenn man es ein bisschen übertreibt. Der Mustang nicht so, der sagt hier, ja, cruise mal vor dich hin, du kannst jetzt hier zweiter Gang, ich fahre jetzt hier 30 km/h, ich kann auch in vierten schalten, jetzt bin ich bei 800 Umdrehungen. Der zuckt nicht da, ich kann Gas geben, das Auto beschleunigt auch sogar. Das ist halt ein Cruiser. Ja, warum ein Dark Horse und kein GT? Der GT ist halt doch der durch und durch Cruiser. Der Dark Horse hat ein paar Vorteile. Erstmal ist es MagneRide, dieses magnetische Fahrwerk, sage ich mal, in dem halt einfach durch Elektromagnetismus die fällt das Wort gerade nicht ein, Dickflüssigkeit vom Öl halt verändert wird, weil da quasi Metallanteile drin sind und damit wird der Dämpfer härter und weicher gestellt. Ist hier anders abgestimmt, ein bisschen härter. Dann haben wir den Vorteil, wir haben einen riesen Vorteil, wir haben die Shelby Kurbelwelle und die Shelby Pleuel, ich glaube das sind sogar Schmiedepleuel, bei der Kurbelwelle weiß ich nicht, ob es geschmiedet ist, aber
quasi um die Leistung zu verbessern oder genau, und wir fahren beim Dark Horse 507 PS V8 in den USA. Wir sind hier in Europa, wir haben einen Partikelfilter und das heißt nix 507 PS, wir haben hier 453 und somit nur 7 PS mehr als der normale GT mit 446. Ja, so schnell ist vorbei der Traum. Cool, wir haben eine Kurbelwelle von Shelby und Pleuel, aber das bringt uns halt quasi nichts. Ja gut, man könnte einen Kompressor drauf machen und so Zeug, kostet alles einen Haufen Geld, macht dann 810 PS, aber ja. Ein Vorteil ist dieses V8 Soundige. Was wir noch haben für einen Vorteil beim Dark Horse, wir haben kürzer übersetztes Schaltgetriebe. Was sich sehr knackig schalten lässt und alles und doch noch sehr lang ist, finde ich, von der Übersetzung her. Jetzt stelle ich mir vor, im GT im Vergleich noch ein längeres Schaltgetriebe zu haben, bin ich schon froh, dass ich einen Dark Horse genommen habe. Wir haben eine eine Torsensperre auf der Hinterachse, wir haben ein gekühltes Differential, wir haben also mit Zusatzkühler, wir haben extra Motorkühler noch, genau, einen Ölkühler, ja, dann ein paar so Optik-Designs, dieses Dark Horse im Grill vorne und sowas. Und ja, was das Auto auch hat, wir haben so viele Spielereien in dem Ding. Wir haben hier die Track-Apps, wenn man auf das Pferd drückt, da kannst du halt Zeiten messen, Bremsleistung, Rundenzeiten, ja, Launch Control, was weiß ich, Schaltempfehlungen, du hast eine Driftbremse, wir haben hinten extra einen Bremssattel für die Handbremse und wir können da übel easy durchziehen, die Hinterräder blockieren lassen und es läuft alles elektrisch. Das ist ein elektrischer Hebel hier, der quasi auf Knopfdruck umfunktioniert werden kann zu einer hydraulischen Handbremse in Anführungsstrichen. Dann haben wir die Vorderradsperre, wo du einfach einen Burnout ziehen kannst. Hey, das Auto hat einen Modus für einen Burnout. Aktiviert. Launch Control haben wir einstellbar, genau, und die Drehzahlanpassung, wenn du quasi den Gang einlegst und runterschalten, gibt er selber Zwischengas. Krasser ist natürlich, wenn du selber Zwischengas gibst, weil du ein bisschen mehr Hub gibst, sage ich mal, ins Gaspedal. Was noch schade ist, das Auto hat leider keinen harten Begrenzer, wir haben hier so einen weichen Begrenzer. Gehört hat, macht so, ist eigentlich schon ziemlich okay mit 13, 14 Litern, nicht so. Klar, wenn man auf die Tube drückt, sind halt schnell mal 20 weg. Was noch komisch ist, wenn man das Auto fährt, der ist eingetragen, ich glaube mit knapp 270, 267 oder sowas, bis 250 bist du extrem schnell. Man ist schon recht flott auf 250, aber du bist dann bei ungefähr bei guten 250 mit dem 5. Gang im Begrenzer und dann schaltest du in den 6. Gang, der quasi wie ein Overdrive ist, und fällst dann drehzahlmäßig komplett ab, so dass das Auto eigentlich kaum mehr beschleunigt und so alles so über 250 eigentlich nicht wirklich nutzbar ist mehr. Gut, mit dem Auto fährst du nicht lange schnell oder so und du kannst halt aber auch schon reisen mit dem Auto. Ich kann jetzt hierher gehen in meinen Modis daher, vom rutschig, Dragstrip über Rennstrecke, Sport und Normal, einfach in den Normalmodus. Mach mir den Auspuff leise, das kann ich übrigens auch in dem angepassten Modus einstellen und kann jetzt schön wirklich irgendwo hinreisen. Du kannst auch 180,
fahren relativ leise, beschleunigen wir mal hoch auf 160, jetzt fahren wir den 6. Gang und können schön leise dahin cruisen, bequem, Fahrwerk ist gerade weich, also sehr nutzbar, was sowas angeht, sage ich mal. Und in 0, nix, du musst halt wieder Modus wechseln, machst hier Sport- oder Rennstreckenmodus, der Auspuff wird lauter, Fahrwerk wird härter, Lenkung wird ein bisschen steifer, ja, so ich sag mal die Standardsachen. Und ja, hörst dann wieder ein bisschen mehr den rauen V8. Genau, ansonsten kann ich tatsächlich nicht so nachvollziehen, wie man die Autos so wegwerfen kann, wie jetzt am Anfang von dem Video. Außer wenn man Automatik fährt, weiß ich nicht, weil die da scheinbar Burnouts ziehen bis in den 3. Gang und dann hier mit Radgeschwindigkeiten, keine Ahnung, von 150, 180 Sachen, dann tatsächlich nur 50 km/h drauf haben und ja, dann fahren die halt los und die Hinterachse ist halt einfach dann schneller als die Vorderachse und bis sie das merken und gegenlenken, gehen die aus dem Gas, haben halt die Hinterräder immer noch 120 Sachen drauf und da überholt ich das Auto halt immer noch. Beim Schalter halte ich das für extrem schwierig, das zu schaffen so. Also was ich mir vorstellen kann, dass man mit dem Gegenpendler das Auto wegwirft, gerade wenn da der Luftdruck noch ein bisschen kacke ist, das kann ich mir tatsächlich vorstellen, weil er ein bisschen snappy wird. Das habe ich schon gemerkt, dass er so kurz dann, ja doch Grip kriegt, dann dir den Gegenpendler ein bisschen macht und dann eventuell in die andere Richtung abhauen will und so muss man halt schon ein bisschen schnell sein, auch am Lenkrad. Aber ich denke mal, das ist alles Gewöhnungssache und bei weitem nicht so krass, wie man sich das immer vorstellt. Und ja, darf es halt nicht übertreiben, gell? Noch ein gravierender Nachteil, wie ich finde, der Mustang hat vorne kein PDC, keine Kamera, nix. Und die Sicht ist jetzt nicht gerade die beste in dem Auto, muss man sagen. Die Haube so lang und dann fällt diese vorne ab, wie ihr jetzt sehen könnt. Und ja, es ist nicht das einfachste Auto zum Parken, aber man gewöhnt sich dran. Kommentiert, was ihr so denkt über das Auto. Ihr könnt gerne meinen Kanal abonnieren, wenn ihr mehr davon sehen wollt. Daumen hoch, wenn euch das Video gefallen hat. Und dann würde ich mal wieder sagen, bis zum nächsten Mal.